Hi ihr Lieben, heute stylen wir uns für den Ball um. Bravo, sehr schön Handtricks. Bravo Mädels, wir haben Einladungen zum Ball für euch. Das kommt unerwartet. Ladies, die sind für euch. Ja, wir gehen zum Ball. Aber zuerst müssen wir eure Outfits aussuchen. Wer dreht als Erste das Rad? Darf ich? Dreh das Rad. Los, Rumi. Wow, wir haben den Diamantstil. Ja. Wow. Komm mit. In dieser Umkleidekabine findest du bestimmt etwas Passendes. Such dir was aus. Ich warte auf dich. Wow, was für ein Kleid. Großartig. Und das hier auch. Ginu, wie sehe ich aus? Das gefällt mir. Ich find's klasse. Ich probiere noch was anderes an. Wie wär's damit? Auch cool. Oh, sie verstehen einfach gar nichts. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich habe eine Idee. Komm mit, das ist mein geheimer Kleiderschrank. Oh, er geht gar nicht auf. Lalilu, was ist denn los? Like, damit Rumi den Schrank öffnen kann. Wow, es hat geklappt. Und was ist da drin? Hier sind 3 geheime Tüten. Nehmen wir diese hier. Ich helfe dir. Bist du bereit? Was haben wir denn hier? Silberfolie. Und was machen wir damit? Das wirst du schon sehen. Streiche die Folie glatt. Und zerknülle sie ein bisschen. Schneide eine Korsettbasis aus und probier sie an. Perfekt. Wow, nicht übel. Das ist erst der Anfang. Holen wir die zweite Tüte. Ich frage mich, was da drin ist. Toll, weißer Stoff. Und nicht nur Stoff, sondern ein Rockrohling. Ziehen Rumi an. Sehr elegant. Keine Eile. Wir haben noch eine dritte. Oh, hier ist sie. Was könnte da drin sein? Mal sehen. Wow. Oh, so viele Strasssteine. Ich schneide ein kleines Stück Strassstoff ab und mache daraus einen langen Ärmel. Wow. Den Rest des Stoffes verwende ich, um den Rock an beiden Seiten zu dekorieren. Ich benutze zuerst Kleber. Und dann befestige ich die kleinen Diamanten. Lass uns die Ohrringe durch Diamantohrstecker ersetzen. Oh, Rumi, du bist wunderschön. Oh, ich habe die Schuhe vergessen. Ziehen wir ein paar luxuriöse, mit Diamanten besetzte Schuhe an. Großartig. Warte, wir müssen noch die Haare machen. Nimm das Haargummi ab. Bürste die Haare. Stecke ein glänzendes Band hinein und flechte es ein, wobei du das Band mit einwebst. Dekoriere die Haare mit großen Strasssteinen. Setze vorne eine Tiara auf. Jetzt ist Rumis Diamantlook komplett. Was für eine Schönheit. Sie sieht umwerfend aus. Rumi wird die strahlendste auf dem Ball sein. Danke, Lalilu. Ich zeig's Ginu. Und, was sagst du? Unglaublich. Dein Strahlen blendet mich. Setz lieber eine Brille auf. Du siehst super aus. Beeil dich, auf zum Ball. Aber du hast doch noch gar kein Outfit. Stimmt, hab ich total vergessen. Kannst du helfen, Lalilu? Natürlich. Setz dich, Rumi. Hier ist etwas zu essen. Wir sind gleich wieder da. Lass uns was für dich aussuchen. Lalilu, darf ich das selbst machen? Okay. Hey, wo bist du? Huh? Ich bin fertig. Schau mal, was ich kann. Cool, oder? Lalilu, das gefällt mir. Nein, Ginu. In diesem Kostüm kannst du doch nicht zum Ball gehen. Lass uns einen coolen Anzug für dich nähen. Wir legen Ginu auf den Stoff und zeichnen die Linien für die Jacke nach. Schneide unser Schnittmuster aus und nähe die Seiten zusammen. Dreh es auf links. Schneide die Vorderseite auf und zieh es Ginu an. Fügen wir die Ärmel hinzu. Coole Jacke. Und die Hose? Die Hose ist auch da. Perfekt. Irgendetwas fehlt. Wir müssen den Anzug dekorieren. Ich nehme große Strasssteine und klebe sie in diesem Muster auf die Jacke und die Hose. Wow, ich bin so stylisch. Wow. Hey, lass mich los. Derby, hör auf. Hier ist der Napf. Rumi, du kannst reinkommen. Wow, das Outfit ist der Hammer. Spring rein. Los geht's. Jetzt sind wir dran. Ja. Wir haben den flauschigen Style. Der Hammer. Wohin sollen wir gehen? Komm schon, Baby Saya. Also, wer fängt an? Du fängst an. Nein, du. Ich entscheide. Baby Saya. Nein, ich will nicht. Ups, du bist so tollpatschig. Na gut, dann gehe ich. Halt den Kopf, du wirst Pompoms sammeln. Los geht's. Wow.
Also, was machen wir damit? Das wirst du schon sehen. Wie gefällt dir dieses Korsett? Lass uns das Oberteil mit Pompons dekorieren und Ärmel hinzufügen. Das Oberteil ist fertig. Fangen wir mit dem Unterteil an. Such dir deinen Pelz aus. Rosa natürlich. Super. Nimm den Pelzstoff und zeichne das Rockmuster auf. Schneide es vorsichtig aus und raffe den Stoff. Nähe ein weiteres längeres Stück unten an und probiere es an Zoe an. Was für ein bauschiger Rock. Lass uns den Pelz bürsten. Und wir fügen ein Gürtel aus Geniedraht hinzu. Lass uns das Kleid und die Frisur mit Pompons dekorieren. Wow. Fertig. Du siehst super aus. Vielen Dank. Baby Saya, bist du eingeschlafen? Wach auf. Steh auf. Ich muss ihn irgendwie wecken. Ich habe eine Idee. Aufwachen! Hör was? Was ist passiert? Du bist dran. Los geht's. Soll ich meinen Anzug wirklich daraus machen? Ja. Bist du sicher, dass das klappt? Vertrau dem Profi. Nimm etwas blauen Geniedraht. Gib mir dein Bein und wickel Babys Taille von unten nach oben ein. Die Hose ist fertig. Wir fügen an den Seiten 2 blaue Streifen hinzu. Jetzt das Oberteil. Aus dem flauschigen Draht machen wir einen Schal. Die Jacke machen wir genauso wie die Hose. Füge noch etwas blauen Zierrand hinzu. Und eine rote, flauschige Fliege. Fertig? Ich gehe zu Zoe. Warte. Lass uns deine Schuhe und die Jacke mit Pompons dekorieren. Jetzt bist du fertig. Schau in den Spiegel. Wow. Das sieht aber toll aus. Danke, Lalilu. Jetzt kannst du gehen. Na, wer ist denn jetzt die Schlafmütze? Zeit für einen Weckruf. Nein, nimm besser das. Stimmt, Zoe liebt Nudeln. Der Geruch weckt sie bestimmt auf. Das riecht lecker. Ich bin am Verhungern. Fällt dir was auf, Zoe? Oh ja, du siehst toll aus. Okay, ich bin fertig. Lass uns tanzen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Mir wurde es ein bisschen beigebracht. Ich zeig's dir. Na gut. Au, du bist auf meinen Fuß getreten. Oh, tut mir leid. Schon okay, versuch's noch einmal. Super, wo hast du so tanzen gelernt? Lalilu hat es mir beigebracht. Bravo, ihr zwei seid so süß. Aber es ist Zeit zu gehen. Bis dann, Lalilu. Endlich sind wir dran. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Ja, Pappe. Wir sind da. Oh, eine Playstation. Ladies first. Ich spiele nur ein bisschen. Wow, so viele Kleider. Ich will dieses hier. Warte, das ist nichts für dich. Es ist flach. Ups. Gibt es noch andere Optionen? Abonniere unseren Kanal und ich zeige dir, wie man aus Papa ein Ballkleid bastelt. Nehmen wir etwas Frischhaltefolie und wickeln sie um Miras Oberkörper. Bedecke die Folie mit Klebeband. Zeichne einen schönen Ausschnitt und forme das Korsett. Befestige einen bauschigen Papierrock an einer Seite. Für die andere Seite habe ich mir etwas ausgedacht. Lass uns einen Fächer aus Bastelpapier basteln. Schneide einen breiten Streifen ab, falte ihn wie eine Ziehharmonika und befestige ihn an der Basis. Wir brauchen ein paar dieser Elemente. Zeit, etwas Farbe hinzuzufügen. Oh, fangen wir mit Rot an. Wir malen das Kleid mit unseren Lieblingsmarkern aus. Wow, das ist so hübsch. Und noch ein Halsband. Das basteln wir aus Papier. Schneide einen dünnen Streifen aus. Male ein schönes Muster mit den Markern darauf und lege es um den Hals. Sieht toll aus. Wir rollen noch 2 weitere Streifen mit der Schere ein und dekorieren damit ihre Haare. Ein schickes Outfit ist fertig. Ich zeig's Abby. Hey Abby, ich bin fertig. Hey, ich kann nichts sehen. Na, wie gefällt dir mein Look? Ich will noch zu Ende spielen. Oh nein. Wow, Miwa, du siehst umwerfend aus. Und ich? Ich habe mir auch etwas für dich ausgedacht. Super. Damit kann ich gehen. Gib mir das. Wir machen daraus einen Hut. Aber die Papierrolle ist zu lang. Wir schneiden sie in 2 Hälften. Wir schneiden das Stück auch vertikal durch. Formen es so und verwenden Kleber. Zeichne einen großen Kreis auf die Pappe. Schneide ihn mit einem Cutter aus und mache in der Mitte ein Loch, in der Größe der Krone. Klebe die Krone an die Krempe und bemale den Hut schwarz. Dein Hut ist fertig, Abby. Cool. Und was jetzt? Wow. Lass uns ein schickes Outfit für dich basteln. Leg dich hin. Auf Bastelpapier zeichnen wir deinen Körper nach und schneiden einen Kimono-Rolling aus. Schneide einen Ausschnitt für den Halsausschnitt aus und schneide vorne durch. Zieh es Abby an.
Nähe die Ärmel zusammen und binde es mit einem Papiergürtel zusammen. Zeichne die Umrisse mit einem schwarzen Marker nach. Abbys Outfit ist fertig. Wow, das ist ja toll geworden. Wow, was für ein schickes Outfit. Ich liebe es. Aber ein Detail fehlt noch. Lalilu, hast du Farben? Bitte schön, Mira. Malen wir dir eine Ansteckblume. Schön, Herr. Okay, Lalilu, wir sind bereit. Wow, cooles Auto. Ich fahre. Hey, schau mal da drüben. Was? Bye. Hey, warte auf mich. Willkommen. Hi alle zusammen. Hallo, schön euch zu sehen. Hi. Da sind wir. Ja, endlich. Jetzt tanzen die Paare ein Walzer. Das ist ein bisschen langweilig. Oh, ich habe eine Idee. Eine DJ-Party. Lasst uns eine Disco machen. Ja, ja, das ist schon besser. Ja, ich bin der DJ. Das macht so viel Spaß. Ich liebe es zu tanzen. Bravo, wir hatten eine tolle Zeit. Und jetzt ist es Zeit, den König und die Königin des Balls zu verkünden. Und gewonnen haben Rumi und Genu, das strahlendste Paar unseres Balls. Ja, hier sind eure Kronen. Glückwunsch, wir sind so glücklich. Like und schreibe in den Kommentaren, welches Paar dein Favorit war. Bye.